Haben Sie jemals eine Brücke gesehen, die sich um ihre eigene Achse dreht? Stellen Sie sich eine Straße vor, die plötzlich nach unten abfällt, wie bei einer Achterbahn. Oder eine Brücke, so lang, dass sie am Horizont verschwindet. Ingenieure auf der ganzen Welt schaffen Brücken, nach denen nur eine Frage bleibt. Wie haben Sie das überhaupt gemacht? In diesem Video zeige ich Ihnen Bauwerke, die die Vorstellungskraft verblüffen. Die Eshima-Ohashi-Brücke. In Japan auf der Insel Honshu. Dort befindet sich eine Brücke, die so seltsam aussieht, dass man kaum an ihre Realität glauben kann. Ihr steiler Anstieg erschreckt sogar erfahrene Fahrer. Auf Fotos sieht es aus, als würden die Autos buchstäblich in den Himmel fliegen. In Wirklichkeit ist es gar nicht so schlimm, aber die optische Täuschung macht ihn zu einer der beeindruckendsten Brücken der Welt. Erbaut im Jahr 2004 verbindet er die Städte Matsue und Sakai Minato und ermöglicht es Schiffen, frei unter ihm hindurchzufahren. Die Länge der Brücke beträgt über 1,5 Meilen und die Höhe an der höchsten Stelle erreicht fast 150 Fuß. Der Neigungswinkel beträgt hier 6%, was ihn zu einer der steilsten Brücken der Welt macht. In Wirklichkeit ist die Straße jedoch ziemlich sicher und wenn man die Brücke von der Seite betrachtet, wirkt ihre Neigung nicht so extrem. Die Ingenieure entschieden sich dafür, um den Bau einer Klappbrücke zu vermeiden. Eshima Ohashi spiegelt in seiner Art die Fähigkeit der Japaner wider, hohe Funktionalität mit ausgefallenen Designs zu kombinieren. Und das Wichtigste ist, dass er aufgrund seiner Form zu einem beliebten Ort für Fotos geworden ist und sogar in mehreren japanischen Filmen aufgetaucht ist. Gateshead Millennium Bridge. Die Gateshead-Brücke, das zwinkernde Auge, ähnelt keiner Brücke, die Sie jemals in Ihrem Leben gesehen haben. Man fragt sich sofort, ist das überhaupt real? Er befindet sich im Nordosten Englands und verbindet die Städte Gateshead und Newcastle über den Fluss Tyne. Eröffnet im Jahr 2001, er markierte den Beginn des neuen Jahrtausends. Diese Brücke wurde zu einer der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Region und zu einem Symbol moderner Architektur. Seine Einzigartigkeit liegt in der ungewöhnlichen Konstruktion. Es ist die erste kippbare Brücke der Welt, die sich um 40 Grad drehen kann, um Schiffe durchzulassen. Dieser Vorgang erinnert an ein Zwinkern, was der Brücke ihren zweiten Namen gab. Ihre Länge beträgt 413 Fuß und das Gewicht etwa 58 Tonnen. Trotz ihrer Größe wirkt sie dank der geschwungenen Form und der Verwendung moderner Materialien leicht und elegant. Die Millenniumbrücke ist für Fußgänger und Radfahrer bestimmt, was sie zu einem wichtigen Teil der Infrastruktur für Einwohner und Touristen macht. Nachts wird die Brücke mit bunten Lichtern beleuchtet, was ein fantastisches Schauspiel schafft und ihr noch mehr Attraktivität verleiht. Es ist nicht nur eine Brücke, sondern ein Kunstwerk, das Funktionalität und Ästhetik vereint. Sein Bau kostete 22 Millionen Pfund, aber er hat sich schnell amortisiert, da er zu einem beliebten Ort für Spaziergänge und Fotoshootings wurde. Die Nanpu-Brücke. Es ist eine der beeindruckendsten und bekanntesten Brücken. Nicht nur in Shanghai, sondern in ganz China und sie ist zu einem Symbol moderner Architektur und Ingenieurskunst geworden. Eröffnet im Jahr 1991, überquert er den Huangpu-Fluss und verbindet den alten Teil der Stadt mit dem neuen Stadtteil Pudong. Seine Gesamtlänge beträgt etwa 5 Meilen, was ihn zu einer der längsten Schrägseilbrücken der Welt macht. Sein Hauptmerkmal ist die einzigartige Hochstraße, die sich auf eine Höhe von 150 Fuß erhebt und sich in Form einer Spirale windet. Diese Lösung wurde gewählt, um Platz in der dicht besiedelten Stadt zu sparen und um die Ein- und Ausfahrt auf die Brücke zu erleichtern. Die Spirale ist zu einem der meistfotografierten Teile der Brücke geworden, besonders nachts, wenn sie von Tausenden von Lichtern beleuchtet wird und ein fantastisches Schauspiel bietet. Die Brücke wird von 2 massiven Türmen mit einer Höhe von fast 500 Fuß gestützt, von denen sich Stahlseile ausbreiten, die die Konstruktion halten. Dies verleiht ihr nicht nur Stabilität, sondern macht sie auch optisch leicht und elegant. Die Nanpu-Brücke ist nicht nur ein Ingenieurbauwerk, sondern ein Symbol für die rasante Entwicklung Shanghais und sein Streben nach Innovationen. Er erinnert daran, wie moderne Technologien die städtische Landschaft verwandeln können, indem sie funktional und ästhetisch ansprechend machen. Die Helixbrücke. Stellen Sie sich einen Spaziergang über eine Brücke vor, die aussieht wie eine DNA-Kette und nachts leuchtet. Klingt wie eine Beschreibung der Zukunft aus einem Science-Fiction-Film, nicht wahr? Aber in eine solche Atmosphäre kann man schon heute in Singapur eintauchen. Im Marina Bay gelegen, verbindet die Helixbrücke das Geschäftsviertel mit der Promenade und ist zu einem wichtigen Teil der Fußgängerroute geworden. Seit ihrer Eröffnung im Jahr 2010 hat sie sich schnell zu einer der beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Stadt entwickelt und zieht sowohl Touristen als auch Einheimische an. Was macht diese Brücke so einzigartig? Vor allem seine Form. Er ist in Form einer Doppelhelix gestaltet, die an die Struktur der DNA erinnert, was ihm nicht nur ästhetische Anziehungskraft, sondern auch eine tiefere symbolische Bedeutung verleiht.
Die Brücke ist 920 Fuß lang und ihre Konstruktion wird von Stahlseilen getragen, die einen Eindruck von Leichtigkeit und Luftigkeit vermitteln. Die Helixbrücke ist ausschließlich für Fußgänger bestimmt und Radfahrer, was ihn zu einem idealen Ort für gemütliche Spaziergänge und Erholung macht. Nachts verwandelt sich die Brücke, tausende Lichter gehen an, beleuchten ihre Spiralen und schaffen eine magische Atmosphäre. Die Goldene Bunde Brücke. In Vietnam, in den malerischen Bana-Bergen, befindet sich eine der ungewöhnlichsten Fußgängerbrücken der Welt. Die Hände Gottes. Eröffnet im Jahr 2018, zog er sofort die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich dank seiner einzigartigen Konstruktion. Er scheint von zwei gigantischen steinernen Händen gestützt zu werden, die aussehen, als wären sie aus der Erde gewachsen. Sie sind aus Glasfaser gefertigt und mit einer speziellen Beschichtung versehen, um wie alte Steinskulpturen auszusehen. Die Brücke selbst ist 500 Fuß lang und in goldenen Tönen gehalten, was ihr Erhabenheit verleiht und sich harmonisch in die umgebende Natur einfügt. Von ihr aus hat man atemberaubende Ausblicke auf die mit dichten Wäldern bedeckten Berge und die endlosen Weiten. Vietnam. Übrigens konnte durch die Eröffnung der Brücke die Anzahl der Touristen um ein Vielfaches gesteigert werden. Die Hände Gottes. Es ist nicht nur eine Brücke, sondern ein Kunstwerk, das Natur, Mythologie und modernes Design vereint. Aber manchmal reicht es aus, ein wenig Kreativität zu zeigen, um die Aufmerksamkeit auf die Brücke zu lenken. Die Laguna Garzón-Brücke. Zunächst wirft seine Form Fragen auf. Warum eine runde Brücke bauen, wenn man einfach geradeaus fahren kann? Aber der Reihe nach. Sie wurde 2015 in Uruguay von dem Architekten Rafael Viñoly gebaut. Die Brücke verbindet die Departements Maldonado und Rocha und löst ein langjähriges Verkehrsproblem. Früher wurde hier eine Fähre genutzt, aber aufgrund schlechten Wetters und begrenzter Kapazität entstand die Notwendigkeit für eine Brücke. Aber die Frage bleibt dieselbe. Warum nicht einfach eine gerade Straße bauen? Die runde Form der Brücke hat praktische Vorteile. Die Gegenfahrbahnen sind auf verschiedene Halbkreise verteilt, was das Risiko von Kollisionen ausschließt. Die Geschwindigkeit ist auf 20 Meilen pro Stunde begrenzt, was die Sicherheit erhöht und es ermöglicht, die Aussicht auf die Lagune zu genießen. Und den Atlantischen Ozean. Auf der Brücke gibt es Aussichtsplattformen, Gehwege für Fußgänger und Radfahrer. Sie ist 800 Fuß lang, der Durchmesser des Kreises beträgt 360 Fuß. Und sie wird von 16 Pfeilern getragen. Die Lagune Garzón hat nicht nur die Verkehrsanbindung verbessert, sondern auch die touristische Attraktivität der Region erhöht und bringt Einnahmen in den lokalen Haushalt. Und die nächtliche Beleuchtung macht sie besonders schön und betont die Einzigartigkeit dieses Ingenieurbauwerks. Aquädukt, Veluwemeer. Wir sind alle daran gewöhnt, dass, wenn es einen Fluss gibt und eine Brücke darüber führt, die Straße oben verläuft. Offenbar dachten die niederländischen Architekten anders. In den Niederlanden, dem Land der Kanäle und Brücken, befindet sich das einzigartige Bauwerk Aquädukt Veluwemeer. Sein Hauptmerkmal ist, dass es Autos ermöglicht, unter dem Kanal zu fahren, während Schiffe darüber fahren, was es zu einer der ungewöhnlichsten Lösungen in der Verkehrsinfrastruktur macht. Das Aquädukt wurde gebaut, um das Problem der Kreuzung zwischen der Straße und dem Kanal zu lösen, der den Veluwesee mit dem Iselmeer verbindet. Traditionelle Brücken wären an diesem Ort weniger praktisch gewesen, aufgrund der Besonderheiten der Landschaft und der Notwendigkeit, einen ungehinderten Verkehr zu gewährleisten, sowohl für den Straßenverkehr als auch für die Schifffahrt. Das Aquädukt Veluwemeer wurde zum idealen Kompromiss. Die Autos fahren durch einen 80 Fuß langen Tunnel, der unter dem Kanal verläuft, während die Schiffe ruhig über das Wasser darüber gleiten. Die Konstruktion besteht aus Beton und Stahl und ihr Design gewährleistet Sicherheit und Komfort für alle Verkehrsteilnehmer. Das Aquädukt wurde nicht nur zu einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt, sondern auch zu einer beliebten Sehenswürdigkeit, die Touristen und Liebhaber von Ingenieurwundern anzieht. Dieses Projekt zeigt, wie moderne Technologien es ermöglichen, Infrastruktur harmonisch einzufügen. In die Umgebung, wobei Funktionalität und Ästhetik erhalten bleiben. Die Magdeburger Wasserbrücke. Wenn in den Niederlanden ein auf den ersten Blick surreal wirkendes Aquädukt gebaut wurde, so ging man in Deutschland noch erstaunlicher vor. Die Magdeburger Wasserbrücke ist ein wahrhaft einzigartiges Ingenieurwunder. Ihr Projekt wurde bereits im 20. Jahrhundert konzipiert, aber der Bau wurde erst zu Beginn der 2000er Jahre abgeschlossen. Die Brücke, deren Länge mehr als eine halbe Meile beträgt, verbindet den Elbe-Havel-Kanal mit dem Mittellandkanal. Mit ihrer Hilfe können Schiffe den Abschnitt der Elbe umgehen, wo sich früher Schleusen befanden. Es ist das erste Bauwerk dieser Art weltweit, das es Schiffen ermöglicht, über Wasserstraßen zu fahren, die andere kreuzen, ohne Dämme überqueren zu müssen. Das Interessanteste ist, dass für den Bau dieser Brücke Technologien verwendet wurden, die zuvor in Europa nicht eingesetzt wurden, wie zum Beispiel Brückenpfeiler, die Schleusen für einen reibungslosen Schiffsverkehr beinhalten. Die Kosten des Projekts beliefen sich auf etwa 1,5 Milliarde Euro.
und seine Eröffnung wurde zu einem echten Ereignis für Europa. Die Magdeburger Wasserbrücke ist der Beweis dafür, dass die Grenzen der Ingenieurskunst erweitert werden können, um solch erstaunliche Bauwerke zu schaffen. Viadukt von Millau. Bisher habe ich Ihnen Brücken mit skurrilen Formen oder ungewöhnlichen Verwendungszwecken gezeigt. Aber jetzt werde ich über ein wirklich grandioses Projekt sprechen, das einfach atemberaubend ist. Der Viadukt von Millau ist nicht nur eine Brücke. Es ist ein Symbol des ingenieurtechnischen Genies und der Ambitionen Frankreichs, Ende des 20. und Anfang des 21. Jahrhunderts. Dieses gigantische Bauwerk ist 1,5 Meilen lang und in der Höhe. Überall so 100 Fuß wurde gebaut, um das Verkehrsnetz zu verbessern, das den Norden und Süden Frankreichs verbindet. Der Bau des Viadukts dauerte 3 Jahre. Die Brücke überquert das Tal des Flusses Tarn in großer Höhe, wodurch sie zur höchsten Brücke Europas und auch zu einer der höchsten der Welt wurde. Der Viadukt ist so konzipiert, dass er die Auswirkungen auf die umliegende Natur minimiert. Dies ermöglicht es ihm, das ökologische Gleichgewicht der Region nicht zu stören. Erstaunlicherweise wurden für den Bau der Brücke über 200.000 Tonnen Beton und Stahl verwendet. Und jeder Pfeiler wurde unter Berücksichtigung starker Winde und seismischer Aktivitäten der Region entworfen. Heute ist der Viadukt Millau Teil der Autobahn A75 und zieht Tausende von Touristen an, die das majestätische Bauwerk bewundern möchten. Die Brücke über den Lake, Pontchartrain. Wenn der Viadukt Millau anmutig über dem Tal emporragt, erstreckt sich diese Brücke so weit in die Ferne, dass sie am Horizont verschwindet. Sie befindet sich im Bundesstaat Louisiana, USA. Es ist eine unglaublich lange Konstruktion, die sich über 24 Meilen erstreckt. Sie verbindet die Städte New Orleans und Mandeville. Diese Brücke ist die 10. der Welt und war bis vor kurzem die längste Überwasserstrecke. Die Brücke wurde Ende der 60er Jahre gebaut und ermöglichte den vollständigen Verzicht auf die Fährüberfahrt oder die Umfahrung des Sees über die Ost- oder Westküste. Sie besteht aus 2 separaten Autobrücken, die einen freien Verkehr in beide Richtungen ermöglichen. Mit seinem Bau verkürzte sich die Reise vom Nordufer des Sees nach New Orleans auf 1 Stunde und er wurde zu einem wichtigen Teil des Verkehrsnetzes in der Region. Aber selbst angesichts der enormen Bedeutung und des Nutzens der Brücke reichte sie nicht aus, um das enorme Verkehrsaufkommen in der Zeit nach der Katastrophe des Hurrikans Katrina zu bewältigen. Nachdem viele Teile der Brücke überflutet wurden, wurde ihr Wiederaufbau zu einer der wichtigsten Aufgaben für die Wiederherstellung der Infrastruktur der Region. Die Öresundbrücke. Brücken können verschiedene Teile einer Stadt verbinden, Städte untereinander, Inseln mit dem Festland und so weiter. Und nun stellen Sie sich vor, es gibt eine Konstruktion, die gleich 2 Länder miteinander verbindet, Schweden und Dänemark. Sie ist Teil eines einzigartigen kombinierten Bauwerks, das aus einer Brücke, einem Tunnel und einer Insel besteht. Seine Länge beträgt 10 Meilen und er verbindet die schwedische Stadt Malmö mit der dänischen Hauptstadt Kopenhagen über die Öresundstraße. Die Brücke wurde an der Grenze des 20. und 21. Jahrhunderts eröffnet und symbolisiert nicht nur die Grenze zwischen 2 Ländern, sondern auch zwischen 2 Jahrtausenden. Sie wurde zu einer der wichtigsten Verkehrsverbindungen für Touristen und Einwohner beider Länder. Sein Bau erforderte enorme Anstrengungen, da die Planung und Umsetzung eine Abstimmung zwischen den beiden Ländern erforderte. Die Kosten der Brücke betrugen 3,5 Milliarden Euro und ein Teil der Konstruktion wurde unter Berücksichtigung spezifischer klimatischer Bedingungen wie starken Winden und Vereisung entworfen. Vasco da Gama Brücke. Doch der längste Brücke Europas gehört keineswegs Schweden und Dänemark, denn er befindet sich in Portugal. Beim Anblick dieser Brücke kann man kaum glauben, dass Menschen solch ein gigantisches Bauwerk eigenhändig errichten können. Diese 11-Meilen-Brücke wurde Ende der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts gebaut, um die Verkehrsanbindung der Region Lissabon zu verbessern und die zentrale Straße in die Hauptstadt zu entlasten, die oft überfüllt war. Die Brücke war ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der Infrastruktur Portugals und ihre einzigartige Konstruktion sowie der mehrspurige Verkehr ermöglichen es, den großen Autoverkehr effektiv zu bewältigen. Erstaunlicherweise wurde das Projekt in nur 4 Jahren realisiert, was ein außergewöhnliches Beispiel für die Qualität der Arbeit der Bauunternehmen jener Zeit ist. Es ist auch wichtig, den Namen der Brücke selbst zu erwähnen. Sie wurde nach dem berühmtesten Portugiesen Vasco da Gama benannt, dem Seefahrer, der den Seeweg nach Indien entdeckte. Symbolisch, finden Sie nicht? Die Gelstalbrücke. Zuvor habe ich über Brücken gesprochen, die entweder in unserem oder im letzten Jahrhundert gebaut wurden. Aber was, wenn ich Ihnen sage, dass es gibt kolossale Bauwerke, die sogar ohne den Einsatz moderner Technologien errichtet wurden? Die Gelstalbrücke ist eine alte Ingenieurskonstruktion, die Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut wurde. Und sie war die erste ihrer Art.
in Deutschland. Die Brücke ist 250 Fuß hoch und 36 Yards lang und besteht aus 27 Bögen und ursprünglich als Eisenbahnstrecke zwischen den Regionen Sachsen und Bayern gedacht. Das Erstaunlichste ist, dass man sich entschied, für den Bau der Brücke Ziegelsteine zu verwenden, ein für jene Zeit sehr ungewöhnliches Material. Für seinen Bau wurden über 26 Millionen Ziegelsteine verwendet. Nach Abschluss der Bauarbeiten und der Eröffnung wurde die Brücke zur höchsten Eisenbahnbrücke der Welt und zur größten Ziegelsteinbrücke. Er bleibt es auch bis heute. Und trotz seines Alters bleibt die Götzstahlbrücke ein wichtiger Teil der Schnellstrecke Dresden-Nürnberg. Pont du Gard. Was, wenn ich Ihnen sage, dass es eine Brücke gibt, die nicht nur 200 Jahre, sondern fast 2000 Jahre überdauert hat? Dieses antike römische Aquädukt wurde in der Mitte des 1. Jahrhunderts nach Christus erbaut und diente dazu, Wasser vom Fluss auf das Plateau zu transportieren. Der Pont du Gard wurde zu der herausragendsten ingenieurtechnischen Errungenschaft seiner Zeit, die bis in unsere Tage überdauert hat. Er ist 300 Yards lang, 160 Fuß hoch und besteht aus 3 Arkadenebenen, was ihn nicht nur zu einer funktionalen Konstruktion macht, sondern auch zu einem der Symbole der römischen Architektur. Das Aquädukt wurde mit einer speziellen Technologie gebaut, die es ermöglichte, eine konstante Neigung für den Wasserfluss aufrechtzuerhalten. Trotz seines Alters ist die Brücke hervorragend erhalten geblieben und hat Revolutionen, Kriege und Naturkatastrophen überstanden. Heute ist das Aquädukt Pont du Gard Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Die Brücke funktionierte bis ins Mittelalter weiter und ihre Rekonstruktion und Erhaltung wurden zu einem wichtigen Schritt für das Studium der römischen Ingenieurskunst. Von den seltsamsten bis zu den majestätischsten beeindrucken uns Brücken mit ihren Formen, Größen und Technologien. Einige sehen aus, als wären sie direkt aus Science-Fiction-Büchern entnommen, während andere wie ein echtes Kunstwerk wirken. Danke fürs Zuschauen.